Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Leitzinserhöhung um 0,75 Basispunkte. Löst die Fed bewusst eine große Depression aus? Disclaimer. Fed erhöht Leitzins um weitere 0,75 Basispunkte. Märkte reagieren negativ, Goldaktien stabil. Die Bild beschreibt es sehr gut, in welcher Zwickmühle die Fed sich befindet. Heute erhöhte sie erneut den Zinssatz um 0,75% auf 4%. Die Inflation kann damit nicht ausgeglichen werden. Diese lag zuletzt bei 8,2%. Gold, Silber und auch andere Börsen reagieren zunächst mit einem Anstieg, brachen dann wieder ein und beendeten den Handel im Minus, bleiben jedoch überschaubar und lösten keine Panik aus. Da die Inflation höher bleibt als die Zinsen, rechnen wir weiterhin mit Kursanstiegen, insbesondere bei Silber. Trotz der fallenden Preise für Gold und Silber steigen auch heute einige Goldaktien, die wir weiterhin als Trendwende seit Juli, September Tiefs werten. Ja, in einem Umfeld, wo leichteste Zinserhöhungen schon zu enormen Verwerfungen bei den ganzen Krediten extreme Mehrkosten führen kann das sofort die ganze Wirtschaft, die sowieso relativ schwach ist, mit diesem Finanzsystem zum Zusammenbruch bringen. Und das könnte im Grunde genommen durchaus gewollt eine Depression auslösen. Warum wird das gemacht? Einfach um den Preisanstieg zu dämmen. Wenn die Leute mit dem Überleben beschäftigt sind, kann eben, müssen Geld eben für andere Sachen ausgegeben. Sogar vielleicht Assets wie Gold und Silber muss verkauft werden, um die Lebenshaltungskosten zu finanzieren. Ist natürlich ziemlich fies, wenn man das so sagen kann, dass künstlich solche Schmerzen erzeugt werden, ohne dass es wirkliche Strukturreformen ist. Wir wissen alle, wirkliche Strukturreform ist ein einfaches und transparentes Steuersystem, niedrige, wie es eigentlich auch im 19. Jahrhundert war. Und jetzt hier im 20. Jahrhundert mit dem ganzen Fiat-Währung wird eine Krise nach der anderen erzeugt. Das hat, sage ich mal, im 19. Jahrhundert in dem Sinne gar nicht entwegen. Dadurch werden langfristige Entwicklungen gar nicht möglich gemacht, sondern Insider profitieren mit diesen Spekulationen. Auch nicht viel anders wie 1929, wo auch einige wenige Insider profitiert haben. Und schauen wir mal an, was das für Insider gewesen sind, die 1929 bis 1932 profitiert haben. Das war eben einfach erstmal die Goldbesitzer. Denn hätte man 1929 sein Gold gehabt, hätte man nominal nicht einen einzigen Pfennig verloren. Im Gegenteil, man hätte ähm, also man hätte 1929 hätte man für einen Dow 19 Unzen Gold hinlegen müssen. Und 1932, nach einem Realeinbruch von mehr als 80% am Aktienmarkt, hätte man nur noch 2 Unzen für einen Dow hingelegt. Also wer 1929 sein Geld in Gold hatte, ähm, brauchte eigentlich nur 1, 2 Jahre abwarten, konnte dementsprechend etliche Aktien mehr kaufen. Und dann hat sich die Wirtschaft mehr oder weniger langsam erholt und man hat vom Aktienmarkt wieder profitiert. Das waren die Gewinner. Man muss aber dazu sagen, dass sie 1934 zumindest in den USA Gold verboten haben. Das war dann eine Nacht- und Nebel-Aktion, wo sie den Goldpreis der nominell als Verrechnungseinheit auf 35 $ angepasst haben. Also es wurde auch noch wertvoller, aber gleichzeitig wurde eben auch Gold verboten. Ähm, ja, das Beste wäre in dieser Situation damals gewesen, ähm, in Top-Gold-Aktien auch zu investieren. Das weiß eigentlich keiner. Alle gucken sich die große Depression und man sieht immer diese langen Schlangen vor den Arbeitsämtern etc. Aber es wird auch nicht wirklich gesagt, wie man sich damals hätte optimal aus Investitionssicht hätte verhalten sollen. Und das war nämlich das Investment in Top-Gold-Aktien. Und zum Beispiel die Homestake Mine, also ich habe das jetzt nicht genau verifiziert, aber so ungefähr ist das gewesen. Das werde ich auch noch mal im anderen Video noch mal genauer darauf eingehen.
ziemlich das große der Goldprozent Homestick ist damals um das Fünffache gestiegen. Also wenn alles andere um 80 und 90% eingebrochen ist, Gold nominal gleich geblieben ist, natürlich seine Kaufkraft enorm in der Depression erhöht hat, ähm, sind Goldaktien, sage ich mal, sogar 5 bis 10 Mal stärker als Gold selbst gestiegen. Äh, und das ist im Grunde genommen Wegweiser für jetzt eigentlich auch für die nächsten Jahre, Monate und Jahre. Goldaktien sollten die Kaufkraft halten. Sie sollten auch noch wesentlich besser als Gold selbst sein. Das heißt, in einem Umfeld, wo alle alles verlieren, weil sie beispielsweise weiter in ETFs etc. Investieren, können sich nicht vorstellen, dass es zu so einem Depressionslevel kommt. Und wenn man mit Gold wunderbar seine Kaufkraft halten, steigern kann und mit Goldaktien nochmal exorbitant ausbauen kann. Nun ist es alles ein bisschen anders heutzutage als damals. Wir haben eben keine Goldwährung, die es zumindest bis 1934 mehr oder weniger noch gegeben hat. Das ist heute Angst. Heute ist das alles mehr verzerrt. Deswegen müssen Sie alles, was irgendwo bewertet wird, sei es DAX, Dow oder eben auch Goldaktien, müssen Sie gegenüber Gold bewerten. Dann sehen Sie, was für eine richtige Performance sie gehabt haben. Also das Beste ist eben auch jetzt klassisches Gold und Silber, um das ganze Gold und Silber zu maximieren, beziehungsweise auch eben Kapital und Kaufkraft zu haben in einer möglichen Depression. Wir wissen nicht, ob es so ähnlich kommt, aber gewisse Ähnlichkeiten sind einfach nicht zu übersehen. Diese großen Geldmengen, die sitzen in den Institutionen und mit dieser, sage ich mal, künstlich erzeugten Depression oder Zinserhöhung äh, wollen sie ja einfach nur, dass die bestehende Kaufkraft, die jetzt schon zirkuliert, dass die in der Zirkulation eingedämmt wird, damit es den Preisanstieg äh, dämmt, zurückhält, dass die Leute, dass Assets wie Gold und Silber möglicherweise verkauft werden. Auch damit dämpfen die das. Ähm, Das kann man alles so nicht vergleichen. Jedenfalls ist es eine sehr ungesunde Entwicklung. Dieses ganze Hin und Her, diesem Finanzsystem kostet uns einfach nur Zeit, macht uns ärmer. Deswegen müssen wir in die nächsten Jahre einfach auf Gold und Silber machen. Das wird zu einer Riesenmania auflaufen. Möglicherweise kommen noch Diskussionen wie Gold- und Silberverbot. Aber darauf würde ich nicht so viel setzen, weil die Krise ist weltweit, sie ist umfassend und ich denke, das werden sich die Menschen nicht gefallen lassen. Und deswegen haben die gar keine andere Alternative, weil es kann ja auch noch gleichzeitig an irgendeinem Krisenhöhepunkt auch noch zu flächendeckenden Bankenschließungen etc. kommen. Es gibt dazu keine Alternative. Ja, im Prinzip relativ düster, aber die Fed steckt noch ein Dilemma. Sie muss irgendwo ihre Währung stabil halten. Das versucht sie mit diesen Zinserhöhungen zu machen. Jetzt anfänglich reagiert Gold und Goldaktien bei sowas immer negativ mit. Das wird quasi vom Gesamtmarkt in Haftung genommen. Aber 1929 war das auch kurz mit runtergerissen etwas, aber nicht viel. Und dann begann eigentlich der Aufstieg von Goldaktien und der setzte sich im Prinzip bis 1934 so zu und profitierte dann auch nochmal überproportional von 1993, 1934 von dieser Goldpreisanpassung. Denn Goldaktien wurden nicht verboten. Es wurde nur Gold verboten. Okay, so viel dazu, aber da gehe ich vielleicht an einer anderen Stelle nochmal etwas tiefer beim nächsten Mal. Ja, hier ein Zink-Silber-Projektgenerator, Fokusgebiet Kanada, 27 Millionen Marktkapitalisierung, Dollar-Marktkapitalisierung, hohes Risiko. Das Unternehmen erweitert sein Portfolio an Kupfer, Zink, Gold und silberhaltigen Lagerstätten in den Bergbaubezirke Flohen, Brabant, Buchanan, wo aktiv Kupfer, Zink, Gold und Silber abgebaut wird. Die haben also zum einen das Papine Bay, Gebiet im Bergbaubezirk Flon. Das ist Manitoba. Sie sehen es hier auch auf der Karte. Das ist am Hudson Bay, also südwestlich der Hudson Bay. Hochgradige Gold,
Kupfer-, Silber- und Zinklagerstätten. Rainbow beherbergt, die derzeit rasch erweitert werden. Die Lagerstätte Rainbow befindet sich weniger als 250 Meter von einer Hochspannungswasserkraftleitung und 550 Meter von einem historischen Schacht mit direktem Straßenzugang zu der Verarbeitungsanlagen von Flin Flon. Bohrergebnisse sind, das ganze Unternehmen ist in erster Linie ein Zinkproduzent, 9,3% Zink und 3,3% Kupfer und eben auch 1,38% Gold und 24,02 Gramm Silber. Alle mineralisierten Abschnitte befinden sich innerhalb von 440 Meter von der Oberfläche entfernt. In der Tiefe wurden fast keine Bohrungen durchgeführt, auch noch weiteres Explorationspotenzial. Schauen wir uns den Kurs an. Die hat natürlich zum Teil schon eine enorme Eruption gemacht, wiederum auch im Wesentlichen nach diesem super Einstiegspunkt hier in Corona-Krise 2020, ist dann fast auf $5 hochgeschossen von ja, irgendwie wenigen Cent. Es ist einfach unglaublich, wie es sich entwickelt hat. Das liegt eben dazu, weil es sehr viele hochgradige Projekte gibt, wirklich sehr gute Gebiete. Es geht gleich noch weiter, dann zeige ich Ihnen die anderen Gebiete noch. Und das hat eben die Begeisterung der Anleger fast. Sie sehen, es ist etwas zurückgegangen, ist jetzt hier von $5 auf 2,40 gemacht, aber Sie sehen, es hat einen absolut dynamischen Chart. Sobald, sage ich mal, die Lage am Goldmarkt besser wird, dürfte die Aktie auch wieder Feuer fangen und schnell ihr altes Hoch erreichen und hoffentlich weit darüber hinausgehen. Ich meine, unabhängig davon, die hat 27 Millionen Marktkapitalisierung. Ein Unternehmen mit deren Projekte kann im einen Gold- und Silberboom kann ja auch unter Umständen das 5- bis 10-fache ohne Probleme vielleicht auch noch mehr wert sein. Also da ist auf alle Fälle noch Potenzial und da ist es vielleicht im Prinzip einfach ein interessanter Einstiegspunkt. Dann natürlich kriegen wir solche Aktien nicht mehr zu diesen absoluten Ausverkaufskursen wie im März 2020 oder in dem Fall auch hier davor. Ja, hier nochmal das andere Projekt, das liegt in Neubraunschweig in Kanada, Bathurst Bergbaurevier. Das ist einer der größten VMS-Distrikte der Welt mit Lagerstätten von über 500 Millionen Tonnen. Seit 1950 wurden mehr als 130 Millionen Tonnen Erz gefördert, in der Regel Zink, Blei, Silber, Lagerstätte, umfassende Bergbauinfrastruktur, einschließlich Eisenbahn, Autobahnen, Tiefseehafen, Meere, Mühlenstandorte und Hütten. Das Unternehmen besitzt eine der größten noch nicht abgebauten Lagerstätten in diesem Gebiet. Das ist dann hier Naschkrieg, angezeigte Ressourcen, 963 Millionen Lips, das ist ungefähr ein halbes Kilo meines Erachtens. Zink, ähm, mit einem Gehalt von 3,2% Zink und einer abgeleiteten Ressource von 407 Millionen Pfund Zink. Weltklasse-Infrastruktur, Autobahn, Übertragungsleitung, 1 Kilometer von der Lagerstätte, Seehafen, Hütte, Eisenbahnkraftwerk. Hier sehen Sie die beiden Projekte, die sind hier groß gekennzeichnet. Das Weiße da oben ist Meer, das ist hier Neubraunschweig, das ist eben Bathurst, danach heißt das Gebiet, auch sehr bekannt. Ich hatte vor einigen Tagen ja über das Gebiet auch schon von einer anderen Gold Explorer gesprochen und es ist eben hier direkt hier an der Eisenbahnlinie nicht weit von der Küste, also fantastisch. Und das wird wahrscheinlich auch einer der Gründe gewesen sein, dass das auch so heiß gelaufen ist damals im ersten Goldrand. Ja, dann das Buchanan Bergbaudistrikt in Neufundland. Dort gibt es 2,5 Gramm pro Tonne Gold mit 145.000 Unzen Gold, 60 Millionen Lips Kupfer, 135 Millionen Lips Zink, 2,0 Millionen Unzen Silber und nochmal 1,5 Millionen Lips Blei. Dann noch die abgeleiteten Ressourcen, nochmal 2,24 Gramm pro Tonne Silberäquivalent, 986.000 Kilounzen. Ja, nochmal hier auch nochmal ein anderes Gebiet, auch dort ist auch nochmal 527 Millionen Zink, 6,2 Millionen Silber, 7,5 Millionen Blei. Es ist, und auch noch abgeleitete Ressourcen, ähnlich liegt das jetzt nicht vor. Sie sehen, es ist einfach hochgradig, es ist sehr viel. Es ist meines Erachtens
wirklich unglaubliche Ressourcen. Deswegen klar, es ist gestiegen, es war jetzt zurückgegangen. Sowas kann sich dann als interessante Opportunity erweisen, vielleicht nochmal mit einzusteigen. Wie gesagt, insgesamt natürlich hohes Risiko, aber auf alle Fälle das Rechtsgebiet ist interessant. Ist natürlich wie immer keine Kaufempfehlung. Ist einfach Ihnen mal aufzuzeigen können, wie der Stand der Dinge, sage ich mal, in diesem Sektor ist, dass einige Aktien auch schon stark gestiegen sind und dass die Korrektur sicherlich ein interessanter Einstiegspunkt sein könnte. Ja, das bringt uns, was das eigentlich das Interesse für Goldaktien zumindest bei mir ausgelöst habe. Das waren diese existierenden Zahlen aus den 1970er Jahren, wo teilweise Goldaktien, Silberaktien von 15 à 20 Cent auf 15, 20, 30, 40 Dollar gestiegen sind. Also es war gar nicht so selten, dass man aus 1000 Dollar in dieser Phase eine Viertelmillion Dollar machen konnte. Und ja, wenn man sich jetzt vorstellt, wir wissen ja alle, Goldaktien sind im Verhältnis zu Gold absolut extremst unterbewertet. Viel tiefer kann es nicht sein. Wir sind generell voll strategisch tiefer als in den 1970er Jahren. Ähm, Da kommt man eigentlich nur zu dem Schluss, dass sowas Ähnliches bevorstehen sollte. Also Gold, ich denke mal, da haben wir keinen Zweifel, wird sich früher oder später, wenn vielleicht jetzt hier die Zinssteigerungen etc. verdaut worden sollen, wird sich abkoppeln, wird dann irgendwann noch über 2000 gehen, vielleicht 2300, 2500 nächstes Jahr. Und Sie können sich ja schon vorstellen, was das für Gold- und Silberaktien bedeuten würde. Die würden nämlich dann massiv profitieren und sind dann die großen Gewinner in dieser Zeit. Und weil wir strategisch tiefer sind als in den 1970er Jahren, kann sowas schon erreicht werden. Also ich sage jetzt nicht, dass sowas wiederkommt, jedenfalls fasziniert mich das. Und das wollte ich einfach hier nochmal einfach darstellen, warum wir in diese Penny Stocks investieren. Natürlich gibt es die nicht mit Vorhersage, das kann Ihnen keiner sagen, das möchte jeder Investor sagen, hier die steigen um das Vielfache, sondern meiner Meinung nach kann man sich denen nur mit einem geschickten Portfolio annähern. Es gibt mehrere von diesen Typen, die diese hohen Ressourcen haben und einige davon dürften sich so entwickeln. Und wir müssen einfach das im Grunde genommen versuchen zu beobachten, teilweise gute Gold- und Silberaktien dann nachkaufen von den mehr oder weniger Gewinneraktien, die sich Step by Step als Gewinneraktien, sage ich mal, manifestieren, eben noch bei dieser Tiefe eben dann noch günstig zu haben. Und, und desto mehr ist man an Gewinneraktien vorbei. Das ist ja genau das, was wir tun. Wir versuchen, diese Aktien zu investieren. Und deswegen berechnen wir diesen Potenzialfaktor und diese Theorie. Je höher der Potenzialfaktor, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir vielleicht auch solche Bewertungen hier und da mal kriegen können. Aber insgesamt brauchen Sie von solchen Gewinnern, selbst wenn Sie keine davon kriegen, wenn Sie nur in Ansätzen was davon kriegen, kann es interessant sein. Zum Beispiel da Casey sagt, dass in so einem Boom der gesamte Primärmarkt, also das gesamte Depot, das Sie haben, in jedem Fall, egal was es in diesem Sektor drin ist, um durchaus das 5- bis 10-fache steigen kann. Und dann haben wir möglicherweise hat man so ein paar Rausreißer. So würde ich versuchen, diesen Markt anzugehen. Aber ich würde definitiv den sportlichen Ehrgeiz zulassen, versuchen, sowas zu identifizieren. Und denke ich mal, je aktiver sie da sind, je mehr sie investieren, je mehr sie verteilen und das auch nochmal dementsprechend auch nochmal durchstudieren, desto höher ist die Chance, dass ein paar solche Gewinner dabei sind. Das sind ohne Zweifel, das sind lebensverändernde theoretische Gewinne. Das hat es gegeben und ich denke, wir stehen vor einer ähnlichen Entwicklung wieder. Ja, 1000-Wecker-Report hatte ich schon gesagt. Wir versuchen solche Aktien zu identifizieren, sortieren die nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko, haben auch eine Exit-Strategie entwickelt, also was man nach diesem Boom tun kann. Bei Interesse kann ich Ihnen noch einen Portfoliovorschlag mit persönlicher Beratung zukommen lassen. Finden Sie alles verlinkt unten bei YouTube im Anhang. Ja, Einlage von Gold- und Silber-Einkaufsgemeinschaft, das erwähne ich deshalb. Das Unternehmen ist immer an Gold und Silber gekommen, wenn manche Edelmetallhändler schon kein Gold und Silber haben oder auch hohe Preise genommen haben, hohe Premiums.
Die kaufen 15 Kilogramm Barren ein. Sie können da einen Teil von kaufen. Sie haben aber keine Mindestinvestitionssumme. Das ist sofort in der Schweiz eingelagert. Meiner Meinung nach, jetzt, wo es vielleicht zu diesem Gold- und Silberboom kommt, auch zu gewissen Knappheiten und Schwierigkeiten, ist es gut, wenn Sie da eine sichere Bezugsquelle schon in Vorbereitung haben, um dann mögliche Gold- und Silberaktiengewinne dementsprechend schnell noch realisieren zu können. Ja, Preisvergleich, bevor Sie überhaupt physische Ware kaufen, einfach diese Preisvergleiche wie Gold.de nutzen. Ja, und dann hier sind noch ein paar Informationen verlinkt, mit welchem Broker können Sie in der EU, mit welchem Broker in der Schweiz. Wo können Sie Edelmetalle einlagern? In der Schweiz, in Liechtenstein, Langfristchart von Gold, Silber und anderen wichtigen Rohstoffen, Goldaktienindex-Chart, GDX, GDXJ, Gold, Aktien-Gold-Ratio, auch im Buch über Goldaktienbewertung. Diskussionsforen sind verlinkt wie COCA, weitere Informationen von anderen Analysten, Videos von Experten wie Uwe Bergold kann ich nur empfehlen, der sich strategisch mit dieser Gesamtlage beschäftigt hat. Wenn Sie generell Fragen, Zustellungsprobleme, Anregungen, Rückfragen haben, ich habe oftmals mit Spam, also wenn Sie irgendwas nicht bekommen haben, was Sie bekommen sollten, geben Sie einfach Bescheid. Sie können mir eine Mail schreiben oder mich anrufen. Sobald ich Zeit habe, würde ich mich dann bei Ihnen wieder melden. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie sofort über neue aktuelle Videos informiert werden. Also nochmal besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.